Okay, well, if you're joining us online, welcome. Wenn ihr übers Internet uns zuschaut, herzlich willkommen. Today is a very special day. So, heute ist ein ganz besonderer Tag. I mean, every Sunday is special. Nun, jeder Sonntag ist But besonders. this is a time when we look and consider not only Jesus' death, but what happened after that. So, das ist ein Tag, wo wir uns nicht nur anschauen, was passiert ist, also wo Jesus gestorben ist, sondern wir schauen uns das an, was danach passiert ist. I've always been fascinated by the sequence of events of the last days of Jesus alive and then dead and then alive again. Also, ich war immer wieder interessiert daran, das faszinierte mich, als Jesus auf dieser Erde war, als er gestorben ist und dann wieder zum Leben kam. And there was that night, probably the Thursday, when Jesus gathered together with his disciples. Und dann war diese Nacht, wahrscheinlich war es ein Donnerstag, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. And not only shared the Last Supper with them, but he shared the sort of the foundational truths of his role and their role in the future. Und nicht nur, dass er gemeinsam mit ihnen Abend gegessen hat, sondern er hat über so die Zukunft gesprochen, über seine Rolle, über die Rolle von den Jüngern. And John's Gospel describes what happened after that. Und das Johannesevangelium beschreibt, was dann danach passiert ist. And he says, at the beginning of John chapter 18, he said, when Jesus had spoken all these words, Und dann am Anfang von Kapitel 18, da heißt es, als Jesus all dieses gesagt hatte, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden. so ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war. And that action has always been something that's stuck in my mind. Und so diese Handlung ist immer etwas, was so bei mir hängen blieb. The other Gospels record the same event. Die anderen Evangelien schreiben auch über dasselbe Ereignis. Mark's Gospel tells us, along with Matthew, that the place they came to was a place called Gethsemane. Das Markus-Evangelium mit noch einem Evangelium sagt, dass sie an einen Ort kamen, das heißt Gethsemane. Der Ort heißt Gethsemane. And he says to his disciples, stay here, I'm going further on to pray. Und so hat er seinen Jüngern gesagt, wartet hier, ich werde ein bisschen weitergehen, um zu beten. But John's Gospel actually tells us this place, Gethsemane, was a garden. Das Johannesevangelium sagt uns, dass dieser Ort, dieser Garten Gethsemane geheißen hat. What's so special? Was ist so besonders dran? Well, my Bible starts in a garden. Nun, in meiner Bibel, da beginnt alles in einem Garten. It tells us a little bit about the beginning. Nun, es erzählt uns ein wenig über den Anfang. But if we go back to those early chapters that Moses wrote for us, Aber wenn wir zurück zu diesen frühen Kapiteln gehen, die Mose für uns geschrieben hat, he tells us that in those early days, so sagt er uns, dass in diesen frühen Tagen, and I don't know whether each of those days was 24 hours or what, ich weiß nicht, ob jeder von diesen Tagen 24 Stunden war, but Moses tells us that in the midst of all the creation, God planted a garden. aber Moses sagt uns, in der Mitte von der Schöpfung hat Gott auch einen Garten gepflanzt. That's what it says, he planted a garden. Und so heißt das, er hat einen Garten angelegt. Now, what do you think about when you think of a garden? Was denkt man, wenn man an einen Garten denkt? You know, I don't have a garden anymore. Nun, ich habe momentan keinen Garten, But in the past, in places where I've lived, we've had a garden attached to our house. aber in der Vergangenheit, wo wir eigene Häuser hatten, da gab es auch einen Garten, der ans Haus grenzte. And to me, a garden is somewhere that has a boundary. Für mich ist ein Garten etwas, wo es auch so eine Grenze, eine Umzäunung gibt. You know, if you have a garden with your house, you know what? You have a fence around it. Wenn du einen Garten hast bei deinem Haus, weißt du was, dann gibt es auch einen Zaun, der dann herumgeht. If you go back to the origins of the word, it's actually what it means.
Und wenn man zum Ursprung von diesem Wort geht, das bedeutet das eigentlich. A place that is fenced in or walled in, So ein Ort, also der umzäunt ist oder wo es eine Mauer herum gibt. so that what is inside can be managed. So der Grund dafür ist, dass was drinnen ist, dass man damit auch umgehen kann. Now, when we look at the world today and the wildlife around us, Wenn wir uns so die Welt anschauen heutzutage und auch die Tierwelt um uns herum, there are some really beautiful places, da gibt es sehr schöne Orte, beautiful plants, sehr schöne Pflanzen forests. oder Wälder. I remember having the privilege of going to the rainforest in northern Australia. Ich weiß noch, ich hatte einmal die Möglichkeit, in Nordaustralien in so einen Regenwald hineinzugehen. And some of the plant life there was just extraordinary. Und so manche von diesen Pflanzen dort, die waren wirklich sehr schön, sehr außergewöhnlich. So do you know what I understand from that? Und wisst ihr, was ich davon verstehen kann? That when God planted a garden, it was extraordinary. Dass als Gott einen Garten gepflanzt hat, das muss ganz außergewöhnlich gewesen sein. His creation is amazing. Seine Schöpfung, also die wir jetzt noch sehen, ist erstaunlich. But when within that creation, he creates a special area. Aber wenn er in seiner Schöpfung so einen ganz besonderen Bereich geschaffen hat, You know, it's going to be amazing. dann weiß man, das muss erstaunlich sein. And Moses even told us sort of roughly where it is. Mose hat uns auch so grob gesagt, wo das war. It wasn't Eden, it was in Eden. Es war nicht Eden, es war in Eden. And it was towards the east. Und es war so in Richtung Osten. Now, I can get distracted with things like that. Nun, ich kann damit abgelenkt werden mit solchen Dingen. Okay, where's Eden? Okay, wo ist Eden? And east of what? Und Osten von wo, der Osten? You know? Because there is no east. Weil es gibt keinen Osten. There is a north Es gibt einen Norden and a south, und einen Süden, but there is no east. aber es gibt keinen Osten. If you set off walking towards the east, Wenn du anfängst zu spazieren in Richtung Osten, when do you get there? wann kommst du dort an? Because there's always something further east, Es gibt immer etwas weiter, was Osten ist. and until you actually come back to where you started. Und dann kommst du wieder zurück, wo du begonnen hast. And the same is true if you go to the west, by the way. Und dasselbe ist auch so, wenn man in Richtung Westen geht. So that's a distraction. So, das ist so eine Ablenkung. The location isn't important. So, wo das genau war, das ist nicht so wichtig. What is important is that God planted this place. Aber was wichtig ist, dass Gott diesen Ort oder das dort angelegt oder angepflanzt hat. And Moses tells us something else, Und Mose sagt uns noch was anderes. that he put man in the garden. Dass er den Menschen in diesen Garten hineingegeben hat. And he says it in a way that God had already made man, Und er sagt das auf eine Art und Weise, Gott hat den Menschen schon gemacht, schon geschaffen, but his choice was to take that man and put him in his garden. aber so wie er sich das gedacht hat, ist, dass er diesen Menschen genommen hat und in den Garten hineingestellt hat. And there were trees in that garden. Und da gab es auch Bäume in diesem Garten. And among the trees Und unter den Bäumen was every tree that was good to look at. war jeder Baum, der gut zum Anschauen war. You know, this wasn't. I used to have trees in my garden, Nun, auch ich hatte Bäume in meinem Garten. and they were apple trees, Es gab Apfelbäume and they looked good und die haben gut ausgesehen. for some of the year. So manche Jahre. I mean, if you look outside of the window there, Wenn man so draußen schaut, so durchs Fenster, we have an apple tree. auch wir haben einen Apfelbaum. I think it'd be hard pushed to say it's beautiful. Hm? You'd be hard pushed to say it. Also man müsste sehr gute Vorstellungskraft haben, um zu sagen, das ist wunderschön. Is it really? Wirklich? It looks pretty ugly, doesn't it? Es schaut ziemlich grässlich aus momentan. You know, it looks like me when I first get up in the morning. So, ich schaue auch so ähnlich aus, wenn ich zuerst am Morgen aufwache All oder sort of aufstehe. everywhere and ugly. Also es ist überall und nicht so schön. Okay. But God planted trees that were good to look at. Aber Gott hat Bäume gepflanzt und die haben gut ausgesehen.
And they had purpose. Hm? They had a purpose. Und sie hatten auch einen Zweck, einen Sinn. There was a tree of life Da gab es den Baum des Lebens zum Beispiel. and the tree of the knowledge of good and evil. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. And God took man and he put him in the garden for a very good reason. Und Gott hat den Menschen genommen und in den Garten hineingestellt aus einem sehr wichtigen oder guten Grund, To look after him. dass er sich darum kümmern sollte. And then God spoke words to that man. Und dann hat Gott Worte gesagt, diesen Mann, diesen Menschen. And the word is a strong word. He commanded that man. Und das Wort ist ein sehr starkes Wort. Er hat diesen Menschen etwas geboten. And he said, you can eat of any tree in this garden, Und so hat er ihm gesagt, du kannst von jedem Baum in diesem Garten essen, except außer one tree. von einem Baum darfst du nicht essen. Which tree was that? Welcher Baum war das? Now, we're all familiar, aren't we? The tree of the knowledge of good and evil. Nun, wir alle kennen das. Das war der Baum des Guten und Bösen. And he spoke it to the man. Und er sagte das dem Mann. And you know what happens. Und ihr wisst ja, was dann passierte. And we're here to celebrate Easter, not to mourn what happened in the garden. Und wir sind ja hier, um Ostern zu feiern und nicht, dass wir darüber trauern, was im Garten passiert ist. But the garden was where it started, Aber der Garten war das, wo alles angefangen hat. where man presented with God's beautiful creation, his special creation, Wo Gott dem Menschen seine ganz besondere Schöpfung vorgezeigt hat and given God's clear command to that man. und Gott hat diesen Menschen ein ganz klares Gebot gegeben. What trees could he eat? Von welchen Bäumen konnte er essen? Every tree in the garden, Von jedem Baum im Garten, except one. außer von einem. And what did that man do? Und was hat dieser Mensch getan? Despite everything, he rebelled against God's command. Also trotz allem, was es gegeben hat, hat er gegen dieses eine Gebot von Gott rebelliert. The result? Was dann herauskam, das Resultat, He was put out of the garden. er ist aus dem Garten dann hinausgeworfen worden. The place that God had particularly made Also dieser Ort, den Gott ganz besonders dafür gemacht hat and particularly had chosen und ganz besonders den hat er auserwählt, for that man to be there. für diese Menschen, dass sie dort sein haben können. Now, we often wonder why things happen to us. Nun, wir wundern uns oft, warum passieren uns Dinge. You know, I mean, people have said to me, you know, why do I have to suffer because of something that Adam did all those years ago? Und dann zu mir sagen Leute, warum muss ich leiden wegen dem, was Adam getan hat vor so vielen Jahren schon? You know, I've heard it described that, you know, Adam made a mistake and now I'm suffering because of his mistake. Und ich hörte auch das, Adam hat einen Fehler gemacht, jetzt muss ich leiden wegen dem Fehler, den der Adam gemacht hat. And that sounds a reasonable argument, doesn't it? Und das erscheint zuerst ein vernünftiges Argument zu sein, Except for the reality of things. außer wegen der Realität von den Dingen. Where were you born? Wo wurdest du geboren? You know, Manfred was born kind of just down the road over the mountain. Also ich bin da über den Berg, über den Pichel geboren. Adi was born just down the road. Villach. Also Adi ist in Villach geboren. Well, that's not almost foreign, isn't it? You know? Das ist fast ein Ausländer schon, ja. But we have other people in here who were born in different countries. Aber wir haben andere Leute hier, die sind in verschiedenen Ländern geboren. Why was Manfred and Adi so privileged to be born in Austria and I got to be born in Britain? Warum ist der Adi und ich haben das Vorrecht gehabt, in Österreich geboren zu werden und der Robin, der ist in England geboren? You know, why did they get the blessing and I had to suffer? Warum bekommen die den Segen und ich musste leiden? Do you know why? Wisst ihr warum? It's my parents' fault. Es ist der Schuld von meinen Eltern. It's as a result of decisions they made. Es ist ein Resultat von den Entscheidungen, die sie gemacht haben. They were living in England when I was born.
Aber sie wohnten ja in England, als ich geboren wurde. Why were they living in England? Warum lebten sie in England? It was their parents' fault. Das war die Schuld von ihren Eltern. What were their parents thinking? Was haben ihre Eltern gedacht? Well, they were there because of their parents. Nun, sie waren da wegen ihren Eltern. If I go back far enough, my mum's family came from France. Also wenn ich noch weit zurückgehe, die Familie mütterlicherseits von meiner Mutter, die kamen aus Frankreich. So I could have been French. So hätte ich Franzose sein können. But they ended up in England because of religious persecution. Aber sie kamen nach England wegen religiöser Verfolgung. So it wasn't safe for them to stay in France. Weil für sie war es nicht mehr sicher, in Frankreich zu And bleiben. instead of fleeing to Austria, Und anstelle, dass sie nach Österreich flohen, where I could have been blessed, wo ich hätte gesegnet sein können, they fled to England. so flohen sie nach England. You see, it's not just an accident. Seht ihr, das ist nicht nur so ein Zufall, It's a result of circumstances. das ist ein Resultat von Umständen. But we have to deal with decisions made before us. Aber wir haben es zu tun jetzt wegen Entscheidungen, die vor uns schon getroffen wurden. And you accept that. Und das nimmst du einfach an, du akzeptierst das. You might not like it, Vielleicht gefällt dir das nicht, but that's the way it is. aber so ist das einfach. You're here because of decisions and choices that people before you made. Du bist hier wegen Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, bevor du hierher kamst. And they made them at their time, and that's the way it is. Und sie haben es zu ihrer Zeit gemacht und so ist das jetzt. And you know, we are here outside of the garden Und wisst ihr was? Wir sind hier außerhalb vom Garten because of Adam. wegen dem Adam. Now, the choice Adam made was a bad one. Nun, die Wahl, die Entscheidung, die der Adam getroffen hat, das war eine schlechte Entscheidung. The one thing the Bible makes clear is that it wasn't a mistake. Die Sache, was die Bibel ganz klarstellt, ist, das war nicht nur so ein Fehler, so ein Ausrutscher. It was a deliberate choice. Er hat sich wirklich mit voller Absicht dafür entschieden. Adam was in no doubt as to the reality of the person of God. Adam, der hatte überhaupt keine Zweifel über die Realität von der Person Gottes. God commanded it. Gott hat ihm ja da ein Gebot gegeben, er hat ihm das klar gesagt. It wasn't a feeling that Adam had one morning when he got up. Es war nicht so ein Gefühl, was der Adam bekommen hat eines Morgens, als er aufstand. It was a clear command. Es war ganz ein klares Gebot. Of every tree you may eat, Von jedem Baum kannst du essen, but of the one tree you will not eat of it. aber von dem einen Baum darfst du nicht essen. Not because there was a punishment in eating it, Nicht, weil es eine Strafe gab dafür, wenn man davon isst, but there was a consequence. aber es sollte eine Konsequenz geben. If you do this, this will happen. Wenn du das machst, wird das passieren. Adam had a choice. Adam hatte eine Wahl jetzt, eine Entscheidung. Do I listen to what else is being said to me by people who aren't God? Höre ich auf andere Dinge, die mir gesagt werden von Leuten, die nicht Gott sind? Now, I will admit that Adam was led astray by the most beautiful woman that has ever been made. Nun, ich muss zugeben, der Adam wurde verführt von der schönsten Frau, die jemals geschaffen wurde, But he didn't have to. aber er musste das nicht. He made a choice. Er hat eine Wahl getroffen. I'm not going to ignore what God said. I'm actually going to act in opposition to what God has said. Ich werde nicht ignorieren, was Gott gesagt hat, sondern ich werde bewusst handeln gegen das, was Gott gesagt hat. And then the clock rolls forward. Und jetzt wird die Uhr nach vorne gedreht. And generations go by with man excluded from the garden and the presence of God. Und so Generationen vergehen, wo Menschen ausgeschlossen sind von der Gegenwart Gottes, aus dem Garten sind sie verbannt, Because of the rebellion that was in Adam. wegen der Rebellion, die es im Adam gab. And the more we read the Bible, Und je mehr wir die Bibel the lesen, more, the more we realize that rebellion is in every man desto mehr merken wir, dass es diese Rebellion in jedem Menschen gibt, from generation to generation. von einer Generation zur anderen. So yeah, you're suffering for what your previous generations did. So ja, du leidest wegen dem, was die vorigen Generationen gemacht haben, We are suffering because of the choice that Adam did. und wir leiden wegen der Wahl, wegen der Entscheidung, die der Adam gemacht hat.
And it's unacceptable, but it's real that we would have made the same choice. Und vielleicht nehmen wir das nicht so an, aber in Wirklichkeit hätten wir alle uns so entschieden. But God had a plan. Aber Gott hatte einen Plan. A plan to give us access back into the garden. Ein Plan, dass uns wieder Zugang gegeben wird in den Garten hinein. And a garden appears occasionally in the history of the Bible. Und ein Garten, der kommt so bei Zeiten wieder vor in der Bibel. I mean, we just read that Jesus left speaking with his disciples and went out across the Kidron into a garden to pray. Und uns wird gesagt, also Jesus, als er fertig war, wo er mit den Jüngern gesprochen hat, ist er dann hinaus über den Bach Kidron gegangen, wo es einen Garten gab. You see the Son of God Seht ihr, der Sohn Gottes, going back into a garden der geht wieder zurück in einen Garten, to intercede for you and I dass er für dich und mich betet, Fürbitte macht, in prayer to the Father. im Gebet zu seinem Vater. And he says in that prayer, doesn't he, if there's any other way. Und er sagt in diesem Gebet, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, But there was no other way. aber es gab keine Möglichkeit. That act in itself was actually foreshadowed. Dieses Handeln eigentlich war so eine Vorausschau. If you go back into the book of 2 Samuel, Also wenn man zum Buch von 2. Samuel geht, there is a time when the king of Jerusalem, King David, is driven out. da gab es eine Zeit, wo der König aus Jerusalem, also der König David, auch vertrieben wurde. His place one of his sons takes his place and forces the real king to leave the city. Einer von seinen Söhnen, der hat seinen Platz eingenommen und hat dann den echten König aus Jerusalem vertrieben. And the book of 2 Samuel tells us that as he went over the brook Kidron, the city wept. Und dann steht in der Schrift, als er über den Bach Kidron ging, hat die Stadt geweint. Die Leute haben geweint. But it doesn't say that the king went into a garden. It says the king went into the wilderness. Aber es heißt nicht, dass der König in den Garten ging, sondern er ging in die Wüste. And there's a sense here where that is where Jesus is going to end up. Und das ist so, wie man das sieht, da wird letztendlich Jesus sein dann. The wilderness that is death. Also in der Wüste, wo es den Tod gibt. But God still has a plan. Aber Gott hat noch immer einen Plan. And it brings us through suffering and sin Und das führt uns dann durch Leiden und Sünde to another garden. zu einem anderen Garten. And that is a garden where, as evening fell on a Friday night, Und das ist so ein Garten, also wo der Abend kam an einem Freitagabend. two wealthy men take a body down from the cross to be buried. 2 reiche Männer nehmen einen Leichnam herunter von einem Kreuz, dass er begraben wird. And because, it's the eve of the Sabbath and everything stops, Und weil es eben jetzt den Sabbat gibt, also den Anbruch von Sabbat und alles muss gestoppt werden. and I had a thought about that as well. Und ich hatte auch einen Gedanken darüber. We're quite sort of removed from the tradition of a Jewish Sabbath. Wir sind eigentlich ziemlich weit weg von der Tradition des jüdischen Sabbats. But just yesterday I went out to buy some milk. Nur gestern habe ich Milch gekauft zum Beispiel. And I was at the store at 2:30. Und ich war im Geschäft um 14:30 Uhr And the store closed at 2:30. und das Geschäft hat um 14:30 Uhr geschlossen. And it was like 5 minutes before the store was packed, people were buying, Und 5 Minuten vorher waren noch viele Leute im Geschäft, haben eingekauft. and by 2:35 the car park was empty. Und um 14:35 Uhr war der Parkplatz leer. All the lights in the store were out. Und die ganzen Lichter im Geschäft waren schon aus. It's like, that's it, it's done. So ähnlich, also jetzt ist fertig, jetzt gibt es nichts mehr. No more milk until whenever they open again. Keine Milch mehr, wann immer die aufmachen. When do they open again? Tuesday morning, Tuesdays. also Dienstag. That's 2 days.
Das sind 2 Tage, 2.5 days. 2,5 Tage. People might die. Die Leute könnten sterben. That's like the Sabbath. Und das ist so wie der Sabbat. Everything stops. Alles stoppt. And these 2 men rushed to get this body buried before it was too late. Und diese 2 Männer, die haben das ganz rasch gemacht und wollten ihn begraben, bevor es dann zu spät war. But what do you do with a body at that time of night, you know? Aber was macht man mit einem Leichnam zu dieser Zeit von der Nacht? But of course, one of them, Joseph of Arimathea, Aber Gott sei Dank, einer von denen, der Josef von Arimathea, I've got a grave already prepared. ich habe schon ein Grab vorbereitet. I like Joseph because he is a planner. Ich mag den Josef, weil er ist ein Planer, er plant gerne. He made provision for the future. Er hat schon für die Zukunft vorausgesorgt. Now, a lot of us do that. We have a pension scheme, Und viele von uns machen das, wir haben so eine Pensionsvorsorge, a little pot of money for retirement. so ein kleiner Topf von Geld für die Rente. Joseph went one step further. Der Josef ist noch einen Schritt weiter vorne gegangen. You know, when my retirement is over and death comes, I've got a place prepared. Nun, wenn meine Rente dann fertig ist und dann ich sterbe, ich habe schon einen Platz vorbereitet. And that, of course, that's a promise made to you and I. Und natürlich, das ist auch ein Versprechen an dich und an mich. Jesus didn't say, I've got a pension scheme for you, Jesus hat nicht gesagt, ich habe eine Pensionsvorsorge für dich, but he did say, I've got a place prepared. aber er hat gesagt, er hat einen Ort für uns schon vorbereitet. When your pension runs out, Wenn deine Pension fertig ist in fact, when your body runs out, oder wenn dein Körper dann auch zu Ende geht, you know, when it stops cracking when you move, also wenn er aufhört zu kranschen, wenn du dich bewegst, when the blood stops flowing, wenn das Blut aufhört zu fließen, I got a place ready for you. dann habe ich einen Ort für dich vorbereitet. For Joseph, it was in a garden. Für den Josef war es in einem Garten. It was a new sepulchre. Es war ganz ein neues Grab, neu ausgehauen. And it was right where Jesus was crucified. Und es war genau in der Nähe, wo Jesus gekreuzigt wurde. And sometimes we overlook that. It's in the place where he was crucified, there was a garden. Und manchmal überlesen wir das. Genau an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, da gab es auch einen Garten dort. And that's where they buried him. Und da wurde er begraben. And there was a period of silence and quiet Und da gab es dann eine Zeit von Schweigen, von Ruhe, until we look at what happened on that Sunday. bis wir uns dann anschauen, was an diesem Sonntag passiert ist. And really early on the Sunday morning, Und sehr früh am Sonntagmorgen, if you take all the descriptions of what happened on that Sunday, wenn man all die Beschreibungen hernimmt, was da am Sonntag passiert ist, it's like when the first light started to appear on the horizon. als das erste Licht dann hereinbrach, also vom Horizont, As soon as it was early enough to see to make our way to the garden, sobald es hell genug war, dass man so zum Garten hingehen konnte, who went there? The women. wer ist dort hingegangen? Die Frauen. They went to the garden. Sie gingen zum Garten. And what they found wasn't what they expected. Und was sie gefunden haben, war nicht das, was sie erwartet hätten. They expected to find a tomb that was sealed. Sie hätten ein Grab erwartet, was versiegelt ist. They hoped they in some way might be able to get into the tomb in order to anoint the body with herbs and spices. Sie haben gehofft, dass sie irgendwie in das Grab hineinkommen, um diesen Leichnam dann auch zu salben mit diesen Salben, mit diesen Dingen, Gewürzen. To bring a closure and a mark of respect to this wonderful man that they had known. Dass sie diesen Menschen, diesen Mann nochmal Respekt erweisen, dass sie das zum Abschluss bringen, also den sie so geschätzt haben. They didn't know how they were going to get past the guards, Sie haben nicht gewusst, wie würden sie bei den Wächtern vorbeikommen. but when they arrived, the guards weren't there. Aber als sie dort ankamen, da gab es keine Wächter, die waren weg. The door was open. Und dann, dieses Grab war offen, dieser Stein war weg.
what could have happened? Was ist hier passiert? God did another miracle in the garden. Gott hat ein weiteres Wunder im Garten gemacht. He put another man in the garden. Er hat einen anderen Mann in den Garten hineingegeben. And in that garden, that man died. Und in diesem Garten ist dieser Mann gestorben. And now he was brought back to life. Und jetzt ist er wieder zum Leben zurückgekommen. Gardens have a special place in God's plan. Ein Garten oder Gärten haben einen besonderen Platz im Plan von Gott. His plan's not complete. Sein Plan ist noch nicht fertig, nicht vollständig, There'll be a garden at the end. aber es wird am Ende auch einen Garten geben. There was one person already experiencing that. Da gab es eine Person, die das schon erfahren hat. When Jesus died on that Friday, Als Jesus gestorben ist an diesem Freitag, he said to one of the thieves on the cross, "Today you'll be with me in paradise." so hat er zu einem Dieb gesagt am Kreuz oder der was neben ihm gekreuzigt wurde, heute wirst du mit mir im Paradies sein. And I understand from those who know better that word paradise comes from a Persian word meaning a beautiful garden. Und ich habe gehört von denen, die das besser wissen als ich, dieses Wort Paradies kommt aus dem Persischen und das heißt ein wunderschöner Garten. Are you ready to do some gardening? Bist du bereit, so ein bisschen Gartenarbeit zu machen? My wife particularly likes gardens. Die Alison, die Frau von Robin, die liebt Gartenarbeit. And although it was tough living in England, we did get to see some gardens. Obwohl es schwer war, in England zu leben, aber so haben wir auch Gärten gesehen. There was a garden that we visited one time in the very far north of Britain. Es gab einen Garten, den haben wir besucht, ganz oben im Norden von England. On the west coast of Scotland. Und das war die Westküste von Schottland. A place called Inverurie. Das ist ein Ort namens Inverurie. Yeah. Now, Scotland is a pretty cold place for a lot of the year. Schottland ist eigentlich sehr kalt, die meiste Jahreszeit. It's a place where the next country on is Iceland. Und es ist ein Ort, wo der nächste Ort, der was dann angrenzt, ist schon Island. Inverurie is further north than Moscow. Inverurie ist noch mehr oben im Norden als Moskau. So it's not a warm place. So ist kein warmer Platz. But when you go to this garden, Aber wenn man zu diesem Garten geht, there's this array of beautiful flowers. da gibt es so diese Reihe von ganz schönen Blumen. Ones that only grow in tropical environments. Also Blumen, die nur in so tropischer Umgebung wachsen. And you think, how can they grow in a place that's further north than Moscow? Und dann wundert man sich, wie können die da wachsen, was noch mehr im Norden liegt als Moskau. And it's because there's a strange stream of water that crosses the Atlantic. Und der Grund dafür ist, dass ein einzigartiger Strom von Wasser, der so im Atlantik fließt. And it results in just this one point of Scotland receiving warm, wet air from across the ocean. Und so an diesem Ort, also genau dort, da kommt so warme Luft vom Ozean, wird daher So geblasen. just this one place, all these beautiful plants grow. So nur an diesem einen Ort wachsen all diese wunderschönen Pflanzen, Blumen. It's a garden. Es ist ein Garten. It has a boundary. Der hat auch so eine Umzäunung, eine Grenze. If you go further inland, you get into moorland and no trees, no Wenn man shrubs. noch mehr ins Land hineinkommt, da gibt es nur mehr so Moore und Sümpfe, keine Bäume, keine Wälder. But it brings back this light that God places a boundary on his garden. Aber das führt uns wieder zurück zu dieser Idee. Gott gibt eine Grenze zu seinem Garten, zu seinem Ort. For generations, that boundary has prevented you and I coming in. Und für Generationen lang ist dieser Ort so gewesen, dass wir da nicht hineingekommen sind. Es gab so eine Grenze herum. But because he brought a second Adam into the world, Aber weil er den zweiten Adam in die Welt hineingebracht hat, and he put that man in the garden, und er hat diesen Menschen, diesen Mann in den Garten hineingestellt, his death and resurrection
sein Tod und seine Auferstehung made up for the rebellion of that first Adam. hat das wieder gut gemacht, was die Rebellion betrifft vom ersten Adam. And now you and I can enter into the garden. Und jetzt kannst du und ich auch in den Garten hineingehen. Let's pray. Lasst uns beten. Father, we thank you for the blessing of Jesus' life Vater, wir danken dir für den Segen vom Leben von Jesus and his death und von seinem Tod and his life again. und wiederum sein Leben. And our prayer this morning is that resurrection life might touch each one. Und wir beten heute Morgen, dass diese Auferstehung, dieses Leben wirklich jeden Einzelnen berührt. That we might enjoy life in the garden with you. Dass wir uns erfreuen am Leben im Garten mit dir. We ask your blessing in Jesus' name. Und wir bitten um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen.